Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckere Hackbällchen mit einer cremigen Champignon-Rahmsoße. Dafür als erstes für die Hackbällchen 500 Gramm Hackfleisch, halb Rind, halb Schwein, in eine Rührschüssel geben, 50 Gramm Paniermehl, ein Ei, ein Esslöffel Senf, einen Teelöffel süßes Paprikapulver und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben und alles mit den Händen verkneten, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und ein kompakter Fleischteig daraus entstanden ist. Wenn das erledigt ist, können wir anfangen, die Hackbällchen zu formen. Insgesamt 8 Stück. Einfach zwischen den Handflächen ein wenig zusammendrücken und mit kreisenden Bewegungen zu 8 kleinen Bällchen formen. Die Hackbällchen anschließend zur Seite stellen. Weiter geht's mit einer großen Zwiebel, abziehen und in Streifen schneiden. Außerdem habe ich hier noch 400 Gramm Champignons, putzen und dann in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Als nächstes eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Dann die Hackbällchen in die Pfanne geben, 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten, bis die Unterseite eine goldbraune Farbe angenommen hat. Die Bällchen anschließend einmal wenden und für weitere 2 bis 3 Minuten auf der anderen Seite weiter braten. Wenn das erledigt ist, die Hackbällchen erstmal aus der Pfanne heben, kurz zur Seite stellen und jetzt Zwiebeln sowie Champignons dazugeben, unter gelegentlichem Wenden für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Dann kommen 1 Esslöffel Tomatenmark sowie 1 Teelöffel Thymian dazu. Alles einmal gut umrühren, kurz mit anrösten lassen und anschließend mit 100 ml Gemüse- oder Fleischfond und 200 ml Sahne ablöschen. Alles ein letztes Mal gut umrühren. Dann kommen die Fleischbällchen zurück in die Pfanne. Einmal aufkochen lassen und dann mit geschlossenem Deckel für 7 bis 8 Minuten bei niedriger Hitze langsam köcheln lassen, bis die Fleischbällchen gar sind und die Soße eine cremige Konsistenz erreicht hat. Danach sind wir im Prinzip auch schon fertig. Jetzt alles nochmal mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Ein letztes Mal gut durchrühren und dann können wir auch schon servieren. Als Beilage gibt es bei mir Kartoffelpüree. Zum Schluss alles noch mit etwas Petersilie garnieren und servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.